Jetzt aber willkommen zu Frequent Traveler TV. Gut gesehen, dass ich noch irgendwie hier auf Mute war. Keine Ahnung warum. Komische Sache, dass sich das umgestellt hat. Ja, wie dem auch sei, wir haben heute Themen und zwar geht es mit der NATO um den A350. Es geht um einen Deal-Zone-Deal mit der United von London nach New York und wir haben auch hier wieder Neuigkeiten zur Lufthansa Miles & More Kreditkarte. Eigentlich eher traurige Nachrichten, beachtet die Frage des Tages. Und wir haben heute noch etwas, was wir näher uns anschauen, nämlich den Etihad A380. Ein kleiner Überblick. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz wichtig, unten zu kommentieren. Viele bekannte Gesichter habe ich schon gesehen, aber denkt wirklich an das Like, das ist wichtig für den Algorithmus. So, Air Defender 2023, das ist ein Thema, was viele Fluggesellschaften umhertreibt, genau auch wie die Lufthansa. Die Lufthansa will ja auch, dass man ein Nachtflugverbot etwas konzilianter behandelt. Aber die Bundeswehr sagt, nö, das soll eigentlich gar keine Beeinträchtigung geben. Man plant die Veranstaltung seit fast 5 Jahren, seit 2018. Ist die für die größte Verlegeübung der NATO dieses Ding mastermindmäßig ausgearbeitet worden. Die NATO-Luftraumüberwachungsübung Air Defender 2023 soll die Luftverkehrsflugzeuge ziviler Art und auch die Ferienflieger kaum beeinträchtigen. Man betont es sehr, sehr stark. Es sei mit keinen Flugausfällen auf ziviler Seite zu rechnen. Also man ist da wirklich ganz knallhart der Meinung und man sagt, dass 25 Nationen daran teilnehmen. 12. bis 23. Juni findet die Veranstaltung statt mit 240 Flugzeugen. Davon sind alleine 100 Stück amerikanisch. Die Bundeswehr sagt, dass das die größte Verlegeübung ist, seitdem die NATO überhaupt existiert. Und damit möchten wir in Deutschland einfach zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen können. Und die Air Defender, deshalb ja auch der Name, ist absolut defensiv. Wir erinnern uns ja, glaube an Able Archer 1983. Das war ja auch eine Aktion. Da standen wir kurz vorm Atomkrieg, wenn man der russischen Seite vertrauen darf. Und ich denke mal, Gott sei Dank ist da nichts passiert. Und deshalb wird hier auch nochmal wirklich gesagt, dass dies eine rein defensive Übung ist. Denn die NATO möchten da auch keine Drohgebärde irgendwie draus geben, weil sie sagen, das Ding ist ja schon seit 5 Jahren geplant. Also das ist einfach so. Nichtsdestotrotz nur für die Freunde der Freefliegerkunst, die fliegen wollen. Die Barentssee, Norwegen oben, ne, Eismeer, da haben die Russen eine Aktion, die sie fahren. Also da fahren sie auch irgendwie mit U-Boot und versuchen die mit dem Jäger zu stellen. Also heißt, Lufträume sind da auch gesperrt. Nicht ganz so dramatisch vielleicht, weil ich zeige euch mal die Karte, damit ihr das auch mal seht. Das ist hier und zwar da. Da seht ihr die Übungslufträume mit täglichen Missionen, mit Hin- und Rückflügen nach Estland. Dann hat man im Osten eine riesige Zone, dann haben wir noch im Norden eine und im Süden eine, die tägliche Mission mit Hin- und Rückflügen nach Rumänien fliegt. Wunsdorf ist natürlich mit dem LTG 62 ein Hauptveranstalter, Landsberg-Lech ist ja auch ein LTG und dann haben wir in Hohn auch noch, glaube ich, was war in Hohn? Als alter Luftwaffensoldat hätte ich es wissen müssen, ich kann es euch leider nicht sagen aus dem Lameng heraus, aber ihr werdet es ja wissen. Was haltet ihr von der Übung? Haltet ihr es so, dass diese 200 Flüge, die hauptsächlich über der Nord- und der Ostsee fliegen, dass die diese Lufthansa-Forderung für die Ausnahmen für Nachtflüge in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen oder nicht? Also schauen wir mal. Auf jeden Fall soll die im Beisein von Niedersachsens Ministerpräsident in Hannover natürlich im Fliegerhorst Wunsdorf, LTG 62, wo ich gedient habe, für Volk und Vaterland eröffnet werden. Wird spannend werden. Hoffentlich keine Einschränkungen, ne? Schauen wir mal.
Wer auch Einschränkungen hat, das ist die Lufthansa. Die Lufthansa hat ja immer wieder der langen Vielfliegerkunst folgend gesagt, wir haben kaum Flugzeuge, wir brauchen mehr. Wir haben den 380er wieder geholt, weil wir Flugzeuge brauchen. Und dann kommen sie heute mit um die Ecke mit dem Thema 4 gebrauchte A350-900er hat man bei der Lufthansa gefunden. Die Flugzeuge von der LATAM, die ja die LATAM ausgesondert hat, weil man ja gesagt hat, nee, Airbus machen wir nicht mehr. Deshalb sind die Flugzeuge, die ja auch Leasingflugzeuge sind, von Descartes Lyon Aviation Limited, die sind von dort erworben, die Lufthansa hat die gekauft, sollen die dieses Jahr an die Lufthansa noch ausgeliefert werden. Wir haben hier bei der Lufthansa 350er von der Philippine Airlines mit der Kabine und das Quartett der Flugzeuge ist nach jetziger Auskunft so erstmal in den USA dauergeparkt. Die Flugzeuge haben Produktionsjahre 2016 bis 2019, haben eine Registrierung mit N285 Bravo November, N286 Bravo November, 287 Bravo November und die 264 Alfa Romeo. Die Produktionsnummern können wir uns auch nochmal angucken. Heißt also, die MS 363 wurde erst im Dezember 2019 von Airbus an LATAM Brasil ausgeliefert, ist kaum geflogen, ist also bekanntermaßen ein neuwertiges Flugzeug. 2 350er waren einige Zeit bei Qatar Airways im Einsatz und ich denke mal, wenn Sie zu den aktuellen 21 A350-900er kommen, hatte man ja erst im März 2023 5 weitere 900er bestellt, aber auch 1000er 10 Stück. Damit hat man bei der Lufthansa 38 Festbestellungen, nur so als Maßzahl. Und man ist damit weltweit der drittgrößte 350-Betreiber. Wo die Flugzeuge hingehen, also man sagt bei der Lufthansa, dass die vielleicht zur Swiss gehen könnten. Denn die Swiss soll ja 5 A350-900er betreiben. Bin ich mal gespannt, ob die zur Hansa gehen. LATAM, die Inneneinrichtung, die wird wahrscheinlich auch rausgeruppt werden. Und man sagt, man weiß nicht, welches EOC, wo sie auf jeden Fall nicht hingehen. Und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ist die Austrian Airlines. Die haben ja gerade 10 787er bekommen, die Dreamliner. Deshalb werden sie wohl zur Lufthansa, zur Swiss gehen. Gibt auch solche Scheißhausparolen, um es mal ein bisschen provokativ zu sagen, dass man bei der Lufthansa eventuell die auch zur Brasse schicken könnte, halte ich jetzt für weniger wahrscheinlich. Oder sogar zur Eurodisco, halte ich auch für unwahrscheinlich. Also das wäre so das Thema. Und es gibt noch ein Gerücht, und zwar das ist, dass man, ja, 350er 2 Stück noch von der South African Airlines irgendwo bekommt. Das heißt also, der Gewischtwarenladen bei Lufthansa, wenn es um Flugzeuge geht, wird, naja, rein theoretisch von der Herkunft etwas größer. Wenn die Leute jetzt sagen, hey, die Flugzeuge sind ja 7 bis 3 Jahre alt, wenn ich das richtig nochmal rekapituliere, müssen wir sagen, naja, nun gut, so ein Flugzeug kann auch nach 20 Jahren noch tipptopp aussehen. Also bei der United fliegen ja Flugzeuge, wo man sagen würde, wenn man das Alter kennt, wenn man so sieht, denkt man, nicht schlecht. Also insofern, da Alter ist kein Nachteil. Seht ihr das auch so, dass die Lufthansa sich diese Ex-LATAM-Maschinen geschnappt hat, dass das okay ist? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, nee, lieber Neuflugzeuge? Weil wir kennen das von der Lufthansa ja eigentlich eher so. Die kaufen Flugzeuge einmal im Pulk und dann werden sie geflogen, bis sie fast verrecken. Dann werden sie verkauft, meistens dann werden sie Cargomaschinen oder irgendwas oder 320er oder sowas, die gehen hier komplett direkt weg, nachdem wir sogar noch Cycle-Kits gekriegt haben, also heißt, dass sie mehr Starts und Landungen machen können, als eigentlich vom Hersteller am Anfang vorgesehen. Hier unten wichtig, kommentieren, Like da lassen und Kanal abonnieren, ganz wichtig. So, dann Etihad 380. Das ist ja ein Thema, was wir mögen, wenn wir ehrlich sind. Denn der Etihad 380er ist ja schon ein relativ geiles Stück, wenn man das so sagen kann. Weil die Etihad natürlich mit der Residence sehr, sehr große Hürden für andere aufgestellt hat, wenn man sagt, das ist eine Benchmark. Also das
Produkt der Residence ist ja relativ geil. Und die 4 Stück, die von der Etihad wieder in Dienst gestellt werden, sollen ab 15. Juli mit dem bekannten Service als Etihad 11 und Etihad 12 von Abu Dhabi nach London und zurückfliegen und da dann wirklich für knallharten Spaß sorgen. Ich kann es euch nur empfehlen, ich habe das Flugzeug geliebt. Residence bin ich nie geflogen, ich habe reingucken dürfen, ich habe mich reingesetzt, ich bin einmal komplett durchgegangen, aber mitgeflogen, da drin selber leider nicht. Aber ist schon ein relativ cooles Ding. Wichtig ist auch natürlich, dass die First Class Apartments sehr cool sind. Da muss man ehrlicherweise sagen, das ist schon eigentlich Leiden auf hohem Niveau, wenn man sagt, ich komme nicht in die Residence rein, aber ich bin in der First Class geflogen. Also insofern da als Etihad Platinum geile Erlebnisse gehabt. Naja, auf jeden Fall, was ihr auch im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr mit der Residence fliegen wollt, dass ihr auch ein Upgrade kaufen könnt. Ich hatte das ja auch schon mal in einer Sendung gesagt. 1987 Pfund, so in der Richtung. Ich habe jetzt leider das nicht ganz im Kopf, wie viel das im Euronen sind. 1987 GBP to Euro. Was sagt Tante Google? 2.291,36 Euro. Aber für das Produkt relativ cool. Leider eine kurze Flugzeit, wenn wir ehrlich sind. Das ist natürlich schade, aber geht leider nicht anders. Mir wäre es ja auch lieber, die würden nach Los Angeles fliegen, aber dann wären es wahrscheinlich mehr als 2,5 Scheinchen, die wir da abdrücken dürfen. Abdrücken, das ist das richtige Thema, wenn es um die Lufthansa-Kreditkarte geht. Die Lufthansa Miles & More Kreditkarte ist ja im Prinzip die Allzweckwaffe und einer der wenigen Kreditkarten in Deutschland, die man haben sollte. Und das Wichtigste an der Stelle ist natürlich, wenn ihr bei Lufthansa sammelt, dann kommt ihr um diese Karte nicht rum. In Deutschland bin ich der Meinung, bräuchte man rein theoretisch die DKB, die ja die Lufthansa Miles & More macht, eventuell die Hilton-Kreditkarte, dann eine American Express Platinum und vielleicht die Payback-Karte noch. Also diese 4, das wäre so das, was ich empfehlen würde, wenn man nicht amerikanische Kreditkarten macht. Aber ihr wisst ja, mein Hinweis an dieser Stelle, wer amerikanische Kreditkarten will, kann mich fragen, ich kann euch da helfen. Auch wenn ihr keinen Wohnsitz habt und keine Steuernummer und wie auch immer, geht alles ohne, geht alles easy peasy. Nichtsdestotrotz ist diese Karte ja eine Allzweckwaffe und wer Senator ist oder Honzler, kriegt sie kostenlos, FTL kriegt sie preislich reduziert. Diese goldene Version ist halt wirklich auch die beste Version, weil sie ja Versicherungsleistungen bringt. Die Miles & More Blue Kreditkarte als private Version und als Business-Version kostet ja irgendwie so 4,60 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird jetzt auf 5,50 Euro angehoben. Und die Goldkarte kostet dann ab 1. August 9,16 Euro, ist der alte Preis gewesen, neuer Preis ist 11,50 Euro. Und dieser Preis wird auch noch mit etwas versüßt, und zwar 2 Dingen. Die Partnerkarte übrigens werden auch erhöht, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Partnerkarte geht von 4,40 Euro auf 7,90 Euro pro Monat für die goldene Partnerkarte. Die vergünstigte oder kostenlosen Statuskreditkarten, Senator Horn Circle, ist ja logisch, bleiben ja unverändert. Also wenn man 0 Euro bleibt 0 Euro. Wenn man da einen Rabatt kriegt, ist das ja natürlich auch cool. Ihr könnt übrigens mit Meilen zahlen, aber das ist Quatsch, das würde ich nicht machen. Denn wenn ihr schaut, dass ihr 11,50 Euro mit 3.450 Meilen zahlt, nee, macht man nicht. Aber die blaue Kreditkarte bietet auch eine unbegrenzte Meilengültigkeit, unabhängig von den Kreditkartenumsätzen. Die goldene Karte hat jetzt bei den beiden Versionen, sowohl die private als auch die geschäftliche, 2 neue Leistungen. Und deshalb habe ich die Folge ja auch heute überschrieben, bringt neue, aber teure Vorteile. Weil wenn man ehrlich ist, das Abheben beim Bargeldautomaten außerhalb Deutschlands entfällt 2-mal im Jahr. Also 2-mal im Jahr. Das ist eine Vielfliegerkarte. Ne? Nur damit ihr es wisst. 2-mal im Jahr die sonst übliche Transaktionsleistung von 2% vom Umsatz, mindestens 5 Euro, weg. 2-mal, fällt aus.
Dafür habt ihr eine Revolut-Karte, glaube ich, ne? Das ist da wesentlich dann besser. Dann die FlexiRoam. Mit FlexiRoam kriegen die Karteninhaber 3-mal pro Jahr 1 GB kostenloses Datenvolumen für Surfen im Ausland. 1 GB, 3-mal und dann nochmal 2% Umsatz, 5 Euro gespart beim Bargeldautomaten. Und dafür hat man das Ganze dann erhöht um dieses Geld. Ich finde es teuer, ich finde diese Leistung jetzt nicht wirklich so überzeugend, dass man da dann wirklich diese neuen Vorteile als den großen heißen Scheiß verkaufen kann. Deshalb die Frage des Tages: Wer von euch hat die Lufthansa Miles & More Kreditkarte? Wenn ja, warum? Oder wenn ihr sie nicht habt, warum nicht? Schreibt es mir. Also wer sie nicht hat und ein Hon oder Zen ist, der ist selber schuld. Aber alle anderen, die dafür zahlen müssten, schreibt es unten rein. Da bin ich mal wirklich gespannt. Und schreibt mir, sind diese Leistungen, die jetzt mehr mit der Karte abgedeckt werden, wirklich so prickelig oder ist das Quatsch? Das wäre in meinen Augen mal eine interessante Frage. Was es auch als interessantes Thema gibt, ist immer wieder Meilen kaufen. Das heißt also, wer Meilen kaufen möchte, ist ja immer auf der Suche nach Angeboten. Hier gibt es jetzt ein Angebot von dem Eierfranken oder beziehungsweise KLM, je nachdem, wo ihr bei Flying Blue sammelt. Da gibt es jetzt vom 22. Mai bis zum 11. Juni eine Promotion mit bis zu 100% Bonus. Ihr wisst ja, dass ihr, wenn ihr Flying Blue Elite Mitglieder seid, 300.000 Meilen pro Transaktion vor dem Bonus kaufen könnt, alle anderen nur 100.000. Das heißt also, da ist dann kein Limit der Meilen, die man dann jährlich kaufen kann. Wichtig ist, dass wenn man den Bonus kauft und die maximale Anzahl von 300.000 nimmt, wäre der Bonus 300.000, wären 600.000 Punkte für 7.500 Euro. Da muss man natürlich sagen, es gab schon mal ein besseres Angebot, wo es die 120% gab. Das müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen. Aber die Meilen kommen natürlich manchmal auch einem zu Pass. Wenn man im Urlaub jetzt mit der First Class La Première fliegen möchte, braucht man viele, viele Meilen und aber auch den Platin- oder den Ultimate-Status, weil ihr könnt nicht Partnerprogramme benutzen, das muss da schon sein. Und ein paar von den Business Class Awards sind schon okay vom Pricing her, zumal man ja da auch Stopover kostenlos einbauen kann. Vielleicht eine interessante Sache für den einen oder den anderen. Auch hier wieder euer Kommentar, ob ihr sagt, hey, ich habe jetzt Flying Blue Lieder lieb, ich möchte SkyTeam machen. Ich persönlich habe ja bei SkyTeam keine Aktie, außer Alitalia. Wisst ihr ja jetzt bald vielleicht eine Senator-Karte rausrücken. United, da haben wir die Karte, damit seht ihr dann auch, wo es hingeht mit dem Deal-Zone-Deal. Der Deal-Zone-Deal geht heute von London nach New York im Preis von 1.529 Euronen. Die Buchungsklasse ist P, das muss man natürlich sagen. Minimumaufenthalt ist bis zum nächsten Sonntag, heißt also, ihr müsst entweder, wenn ihr montags ankommt, 6 Tage bleiben oder eine Nacht, wenn ihr samstags ankommt. Das ist ganz wichtig. 14 Tage vor Abflug müsst ihr reservieren. 3 Monate Maximalaufenthalt, dann ist ein Maximumaufenthalt, ein Stopover ist nicht erlaubt, Maximalaufenthalt habe ich 3 Monate schon genannt. Ticket ist nicht refundierbar, ist kein No-Show, kein Refund und so weiter und so fort. Das Einzige, was erlaubt ist, sind Änderungen, aber diese Änderungen kosten natürlich Geld und zwar immer im Ticketbereich das, was das andere Ticket mehr kosten würde. Ich habe übrigens auch ganz selten mal erlebt, dass ein Ticket weniger kostet bei der Umbuchung. Da gab es Geld zurück. Ja, das gibt es natürlich auch. Ihr wisst ja, an dieser Stelle gibt es ja den Share Screen, weil wir ja uns das Ganze anschauen. London, Newark von der Entfernung her 3.465 Meilen sind hin und zurück 6.930 Meilen. Das ist doch eine interessante Geschichte. Dann wollt ihr wissen, wo soll ich die ganze Bude gut schreiben lassen? Das solltet ihr in der Buchungsklasse P
bei Air China mit 16.690 oder bei Air Canada, da sind es 10.370. Wenn es um 8.642 Meilen geht, ist es Vistara, TAP und die EVA. Türkisch gibt euch 6.914, genau wie Avianca, Aer Lingus, Thai, Air India, South African, Singapur, Äthiopien. Dann geht es weiter mit Egypt, Asiana, Copa, Lufthansa, Malta, gibt keinen Executive Bonus übrigens. Dann Azul, Aegean und SAS. All Nippon gibt nur 4.840. Und lustigerweise haben wir 2 Nuller-Kandidaten. Das wäre United selber, klar, und Air New Zealand als alte Konstante bei den Meilenwerten. Da bin ich auch mal gespannt, für wen dieser Deal interessant ist. Ihr könnt ja ein Like da lassen, könnt natürlich den Kanal abonnieren, damit ihr keine Sendung mehr verpasst, wenn euch Vielflieger-News und auch Meilen, Punkte und Status interessieren. Frage des Tages. Da haben wir doch direkt die Frage des Tages. Wer von euch hat die Lufthansa Miles & More Kreditkarte? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Lasst es mich wissen. Ich bin mal gespannt, was ihr antwortet. Ich werde mich gleich versuchen, durch eure Kommentare alle durchzuarbeiten und zu schauen, was eure Fragen sind. Ihr könnt natürlich auch Superchats machen. Ne? Dann wisst ihr auch haargenau, dass ich diese Frage auch wirklich beantworte. Das ist ein netter Zug. So, dann schauen wir mal. Hallo Ronny, hallo Sven, hallo Thomas, hallo Jörg. Cheapshot hat natürlich damit nicht nur recht, sondern auch super recht. Normale Menschen um 19 Uhr Tagesschau. Ist das nicht um 19 Uhr heute Journal? Nichtsdestotrotz, hier spielt die Musik. Ganz wichtig. Gut, dass ihr das gelernt habt. Dann, Gongschlag war schon, ja, ich war ein bisschen zu spät, ich weiß auch nicht warum, aber hey, macht die Spannung doch besser, ne? Dann geht es weiter mit Ingo, hallo, hallo Matthias, hallo Pete. Matthias hat die Miles & More Kreditkarte, ich glaube, er ist auch Senator, deshalb ist sie kostenlos, also ist ein No-Brainer, ne? Ich mache jetzt auch eine Klebeaktion. Ich werde mich an einer Kreditkarte festkleben. Ja, das ist sehr gut. Solltest du Sekundenkleber mal nehmen. Und was du auch machen kannst, du kannst das aber auch am Getriebe vom Auto machen und Kupfer und so weiter. Und das ist auch mittlerweile so auf Autodach. Das ist, glaube ich, der neueste Trend. Aber aufpassen, in Berlin wird jetzt mit Joghurt von Autofahrern zurückgeschossen. Ronny, Goldkarte nur wegen der Meilengültigkeit und Sonderaktion. Sehr gut, das ist eine Geschichte. Jörg, ja, einmal wegen der Meilen und der Versicherung. Okay, wobei da gibt es ja bessere Versicherungen. Dann Hallo Gito. Genau, der Algorithmus, der immer mit muss. So ist das. Das ist ganz wichtig. Dann Ingo, habe sie für gesicherte Meilen und Versicherung ausreichend für ein paar Male Benutzung im Jahr. Genau, ich hatte jetzt gedacht, Male Flughafen. Das wäre ja natürlich geil. Noch nicht, weil ich auf Willkommenbonus warte, das jetzt teuer ärgerlich. Ja, das ist natürlich unangenehm, aber gut, so ist das im Leben. Auf den Meilenbonus warten. Dann Roland, guten Abend aus Rauris, natürlich Grüße Abend nach Rauris. Ich habe die Miles & More Kreditkarte von Austrian Airlines, damit ich Meilen sammeln kann und bei den vielen Restaurants, die keine Amex nehmen, Ausland verfallen die Meilen nicht. Ja, das ist bei den Österreichern ja quasi. Da gibt's da noch die Diners Club von Austrian. Ich hatte die früher mal, als ich in Österreich mehr zu tun hatte. Derzeit habe ich noch keine für die Familie passender sind, aber mal in der Zukunft, ja gut. Wenn die jetzt nicht passen, werden die ja nie passen. Ja, LTG 63 in Hohn ist eingestellt. Ah, unangenehm, unangenehm. Deshalb war ich verwirrt. Ja, aber gut, LTG 62 ist sowieso besser, davon gibt es, da gibt es keine Frage. Ich muss mal gucken, ob ich mein Bild raushole, wo ich noch als Jungspund dem Volk und Vaterland gedient habe. Ich habe so ein Abschlussfoto, haben wir gemacht, aber nun gut, nicht zu viel Bundeswehr. So, taktisches Lufthansa, früher nutzte Lufthansa 63 Fliegerhaus über 5 Jahrzehnte. Ja. Ja, das ist taktisches Luftwaffengeschwader. Das ist ja was ganz anderes als unsere Transportjungs. So, Meister Röhrig.
Ella kauft alte Flugzeuge, weil 3 nicht in der Luft sind. Ja, das kann man so sehen. Oder gehen die zur ITA oder TAP? Das weiß ich nicht, ob die 350er zur ITA, zur TAP gehen, weil die ITA hat ja selber 350er in Bestellung, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder das 330er. Ihr könnt es ja unten nochmal kommentieren. Aber da bei der ITA nichts in trockenen Tüchern ist, gehe ich da ganz fest von aus, dass da nichts passiert. So. Auch hier wieder nur wegen den Meilensichern und Amex Platin. Eigentlich eine sichere Geschichte. Ja, dadurch, dass sie ja wahrscheinlich da lange gestanden haben und die Flugzeuge, also lange in Anführungsstrichen gestanden haben, in Victorville und die Flugzeuge auch, ja, irgendwie, ja, von so einer Leasingfirma, die wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf hat, haben die wahrscheinlich einen guten Preis gekriegt. Ich denke nicht, dass Carsten Sporty mit Miles More bezahlt, weil ist ja uninteressant für die Leute. Die Miles More Kreditkarte hat eine gute Travel Mastercard mit entsprechenden Versicherungen und weiteren Zusatzleistungen für die Punktesammelei. Kommt drauf an, welche Mastercard das ist. Miles More Mastercard, sinnlos, mein Fall war völlig ausreichend, um First zu fluchen. Revolut lieber in Verbindung mit Hilton Diamond, LH-Meilen werden damit alles. Also ich halte von der deutschen American Express, Entschuldigung, von der deutschen DKB Hilton nichts. Ich halte was von der amerikanischen Aspire oder von der amerikanischen Sun irgendwas, wie sie heißt. Wo habe ich denn die Karte jetzt hier? Halte ich für wesentlich besser, weil die gibt ja in den USA direkt den Diamond-Status. Hier die. Da brauchst du dann nicht quasi diese 20.000 Umsatz zu machen und für $450. Das ist wesentlich geiler und vor allem hast du ja auch Möglichkeiten mit der Karte noch. Du kriegst, ich habe $300 Resort-Fee zurück. Das heißt, die Karte kostet keine 100 irgendwas Dollar. Und dann gibt es andere Boni, die du noch zurückkriegst. Also ich finde die deutschen Karten alle unattraktiv mittlerweile. Dann, Guido, nehme die Amex Payback, die ist kostenlos, passt für mich. Ja, vor allem mit den Punkten, weil wenn du überlegst, dass die Amex dass du die 1,25% kriegst, heißt also 25% Bonus immer Mitte des Jahres, sollte jetzt bald kommen und dann wieder Ende des Jahres. Ja, das ist die Frage, ob die mit neue Allegris kommen oder nur neue Kopfstützen-Lätzchen haben, ob das wirklich nur auf Lufthansa gepimpt wird. Ich denke, die werden auf Allegris umgeswitcht, weil die müssen lackiert werden, die müssen komplett geändert werden. Da ist, glaube ich, so viel zu tun, dass da auch Zeit ist, weil die aneinander geruppt werden, dass man da auch die neue Kabine einbaut. Das wäre jetzt meine Vermutung. Bin ich mal gespannt, was bei Lufthansa wirklich passiert. Dann, Finn hat die Karte in Gold, weil er Meilen sammelt. Die neuen Leistungen der Miles More sind totaler Quatsch. Nur wer keine hat, wird wahrscheinlich ab August mit 30.000 oder 40.000 Meilen gelockt. Ja, wahrscheinlich. Aber dann sollte man warten und da lohnt sich das. In Amerika habe ich 150.000 Meilen für die eine Karte gekriegt. Was habe ich für die andere? Also das waren alles 6-stellige Meilenwerte, die ich gekriegt habe. Das ist alles krass. Also das ist so. Außer die Goldkarte, die war, glaube ich, bei 90.000 Membership Rewards Punkten. Die Amex Blue mag interessant sein für jetzige Goldinhaber, schneidet sich mit der DKB Bank 1 eigentlich vielleicht auch rund für ihre Karten mit einem. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob die Amex Blue so ein Hammer ist. Ist halt das Problem, Amex wird nicht überall akzeptiert, muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen. Dann Nachtrag. Bei neuer Kartenbetrag ist okay für Versicherung, Reiseversicherung einzeln, bei anderen Versicherungen steigen ja auch alle paar Jahre. Ja gut, das kann man so natürlich sehen, wenn man sagt, ja, die sind lange nicht mehr angehoben worden. Ich glaube, die sind noch nie angehoben worden, seitdem die bei der DKB sind. Aber es wird ja auch irgendwie nochmal neu ausgeschrieben. Ich bezahle meine Miete und alle Rechnungen bei Revolut mit der Goldcard, von daher bin ich leider gefangen im Hamsterrad. Ja, das ist natürlich dann das Problem. Habt ihr FTL Miles More Karte, würde aber die Blue zurückfallen, wenn ich FTL verlieren würde. Die neuen Leistungen sind uninteressant. Ja, denke ich auch, die sind uninteressant. Revolut geht auch mit der Blue-Karte, also solange es geht. Revolut, es wird ja immer wieder gesagt, dass Revolut die Karten nicht akzeptiert, ne? Also da würde ich dann aufpassen. So,
Genau, Cheap Shot, 19 Uhr. Matthias gibt uns direkt da natürlich die richtige Antwort. Und natürlich heute Journal. Kommen noch Tagesthemen, ich muss mal gucken. Nee, Tagesthemen hat er nicht genannt. Ich meine, Tagesthemen kommt 22:15, 22:30 oder so. Aber da ich nicht mehr im Reich bin, kann ich euch da leider keine Antwort geben. Dann Roland, ja, die Diners Club gibt es noch für die Austrian, aber nur mehr 12 Loungebesuche bei Mindestumsatz von 3.600 Euro pro Jahr. Ratio für Miles Moormeilen ist schlecht, pro ganze 8 Euro Umsatz gibt es 4 Meilen. Ja, das ist halt, ja, es ist nicht gut. Ja, Guido, US-Kreditkarten sind leider geil. Können ja irgendwann mal drüber sprechen, aber haben wir ja auf dem Stammtisch schon gesprochen. Die Karten sollte man jetzt holen, gerade wenn man Hilton-Jünger ist. Aber ich bereite gerade was vor, warum Hilton das schlechteste Loyalitätsprogramm ist in meinen Augen. Wenn man IHG, Hyatt und Marriott sieht, dann Hilton ist dann leider mit 4, fällt es unten ab. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir dann irgendwann mal separat zu sprechen. Ja, über eine halbe Stunde gesprochen. Wir hatten in der Spitze fast 50 Zuschauer. Danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin morgen wieder für euch da mit einer frisch gepressten Folge. Auch die heutige Folge war übrigens frisch gepresst, auch wenn ich es nicht gesagt habe. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch weiter zu kommentieren. Ich beantworte später noch Fragen. Oder wenn ihr Sorgen, Ängste, Nöte habt, diese Rufnummer, da könnt ihr mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben und ich kann dann auf eure Themen eingehen. Ich freue mich. Also, danke, bis morgen und ich bin da jetzt mal raus. Bis dann. Ciao.